Bei Elektra gehen alle an ihre Grenzen. Ich spüre auf jeden Fall das Adrenalin immer. Es kann auch Leute von heute noch unglaublich erschüttern, wenn man es live erlebt. Man müsste eigentlich gleichzeitig spielen, im Graben und oben sitzen können. Das wäre schön. Elektra ist für mich wirklich eine meiner absoluten Lieblingsopern, einfach weil es so schroff ist, weil es so extrem ist, weil es brutal sein kann, aber weil es auch auf kleinstem Raum dann wieder umschaltet und auch liebliche Momente hat. Erstmal ist Elektra eine der größtbesetzten Opern überhaupt, mit 111 Musikern in der Partitur vorgeschrieben. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Elektra in Venedig. Da hat das gesamte Schlagzeug in den vorderen Logen rechts und links gesessen, weil sie gar nicht in den Graben passten. Jetzt sitze ich ganz rechts außen am Grabenrand. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich von meinem Platz aus das Geschehen auf der Bühne auch sehen kann. Und das ist super cool. So versteht man auch die Oper noch mal ein bisschen anders, wenn man, während man spielt quasi auch, oder wenn man Pause hat, mal auf die Bühne schauen kann und den Sängern zuschauen kann. Zu seiner Zeit, als es komponiert wurde, war das ein Stück, was bestimmt die bis dahin vorstellbaren Möglichkeiten gesprengt hat. Und es ist heute, über 100 Jahre später, immer noch eine unglaubliche Herausforderung. Für, glaube ich, alle Instrumente. Also da muss man sich schon darauf vorbereiten, wenn man es nicht dauernd spielt. Mit Elektra hatte ich vorher noch keine Berührungspunkte. Also natürlich kannte ich es und tatsächlich sind auch einige Stellen aus Elektra für Probespiele am Kontrafagott gefragt. Wenn ich Strauss auf dem Spielplan sehe, denke ich mal einerseits so, oh Gott, oh nee, es ist so schwer. Klar, ich sehe dann wieder den Berg an Arbeit vor mir, das Üben und so. Aber wenn man dann drin sitzt und die Musik spielt und das ist einfach so kraftvoll und so geil, muss man einfach auch mal sagen, dann vergisst man das alles und es wird mir total fehlen. Also, um nicht zu sagen, es wird dann überhaupt keinen Sinn machen, Oper zu spielen. Das sind doch 3 Takte auf einen Bogen. Was soll denn das? Gottes Willen, weg damit. Weg damit. So original als möglich. Die ganze Geschichte ist so ungeheuer gefährlich für Chrysothemis und Elektra. Schauen Sie mal, wie viele Seiten ich noch habe. Die beiden Damen haben noch ein bisschen zu überleben. Wir müssen ein bisschen sehen, dass wir die Dynamik herunterbeamen. Zum Beispiel 18a. Das Besondere bei Elektra ist, dass Strauss versucht hat, Farben zu finden, die es in der Art vorher nicht gab. So einmal das ganz laute, dramatische, düstere, was man irgendwie auch gut mit dem Kontrafagott eben machen kann. Ja. Hier und auch in der Salome hat es Momente, die so unglaublich schroff und brutal sind. Da würde ich sagen FSK 18 mindestens. Ja. Wenn man dann sieht, wie Strauss versucht, einfach diesen Text zu bebildern durch die Musik, das ist schon ein ganz, ganz großes Kino. Eine Klarinettengruppe mit 8 Spielern, wo die S-Klarinette ist, dann hat man 4 normale Klarinetten, 2 Bassetthörner und eine Bassklarinette. Und es ist nicht so, dass sie ständig zusammenspielen, aber es ergeben sich unglaubliche Mixturen dadurch. Also dann gibt es einfach Sachen mit den
beiden Bassetthörnern, die quasi eine Klarinette in Tenorlage sind, plus Bassklarinette, die so als dunkle Farbe grundierend unten drunter hängen. Und auch die Teilung der Streicher macht es auch besonders farbig. Dass man als Bratschist auch Geige spielen muss, das habe ich jetzt nur bei Elektra erlebt. Richard Strauss fand sehr interessant, in der Oboengruppe auch ein Bassinstrument zu haben. Es gibt einige Stellen, wo wirklich dann auch zwei Oboen, Englischhorn und Heckelphon gemeinsam spielen. Und diese Akkorde haben ja eben auch eine Basis im Bass und das hat ihm wohl gefallen. Ja, das Heckelphon ist so eine Art Bassoboe. Also der Oboensatz besteht aus der Oboe d'amore, dem Englischhorn und dann als Bassinstrument dem Heckelphon. Das ist auf Anregung von Richard Wagner beauftragt worden bei der Firma Heckel. Das erste Heckelphon ist 1904 gebaut worden und bereits 1905 hat Richard Strauss das Heckelphon in der Salome, der Oper Salome, eingesetzt. Und dann kam 1909 eben die Elektra dazu. Orchesterspielen ist einfach so toll, weil man so eine große Energie hat, einfach weil wir so viele sind und dann eben auch das Repertoire und das ist halt für die Oper unerschöpflich und da haben wir eben hier auch mit dem Spielplan einfach großes Glück, dass wir die großen Opern spielen können.